Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort und zwar sind wir in Verdun. Und zwar ist das die Schlacht der Schlachten, sagen wir mal, im Ersten Weltkrieg gewesen, wo zum ersten Mal extrem viele Menschen und Kriegsmaterial auf engstem Raum zusammengeschlossen wurden, um sich halt gegenseitig zu bekämpfen. Auf der einen Seite die Deutschen, auf der anderen Seite die Franzosen. Und wir sind heute hier unterwegs, um relativ vergessene Bunker, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen zu finden. Und zwar sind das die letzten Bunker, die auf deutscher Seite in diesem Bereich gebaut wurden. Betonierte Bunker, also die Deutschen haben halt viel betoniert, im Gegensatz zu den Franzosen. Und das war praktisch ein neuer Abwehrriegel, der um 1918 hier halt entstanden ist. Und das Besondere ist, wenn man das hier mal sieht, wir sind jetzt hier gerade schon an einem Bunker. Die haben alle so einen Tiernamen. Das wird sich heute auf unserer Tour, wenn wir denn alle finden sollten, so durchziehen. Warum das so ist, ist relativ unbekannt. Aber wir schauen uns das im Einzelnen an. Und dann geben wir euch noch ein paar Informationen dazu. Also, bis gleich. Ja, wir haben jetzt hier zum einen neben den zwei Eingängen zu jeder Seite einmal so einen Treppenaufgang und dann kommt man praktisch hier auf das Dach des Bunkers und man sieht auch hier an den Umrandungen, dass das halt nicht einfach nur dann das Dach sein soll, sondern dass man hier höchstwahrscheinlich dann auch irgendwas hat versucht aufzusetzen. Hier wurde scheinbar auch irgendwas mal reingesprengt. Und hier sieht man auch schon, hier verlaufen die ganzen Gräben in dem Bereich noch, die ganzen Schützengräben, die immer noch, auch nach über 100 Jahren, ja immer noch so hoch sind. Die waren natürlich noch höher, also mannshoch. Und es ist schon krass zu sehen. Ja, was letztendlich hier noch drauf kommen sollte, ist auch relativ unklar, weil man einfach nicht weiß, ob das halt reine Infanteriebunker werden sollten oder auch für die Artillerie. Das ist relativ unbekannt. Da gibt es keine Hinweise dazu. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rein, wie das hier drin aussieht. Ja, also man hat hier auf jeden Fall irgendeine Schräge, was schon ein bisschen außergewöhnlich ist, und man sieht es hier noch. Mal gucken, ob ich da mit der Taschenlampe ein bisschen wegleuchte. Man sieht hier noch so einen Eisenpin für die Tür. Also hier war eine Tür drin und ging praktisch in diesen Bereich. Ja, und hier seht ihr, hier gab es irgendeine Einwirkung von oben. Ob das jetzt direkt dann im Krieg noch passiert ist, ist unklar, aber es muss irgendeine Sprengung gewesen sein. Sonst hätte das nicht funktioniert. Auch da sieht man noch, ist es zum Teil mit Holz ausgekleidet gewesen, schon hier drin. Ja, aber man hat halt keine Schießschaden irgendwie. Sondern praktisch nur den Innenraum. Wie gesagt, ob das ein Infanteriebunker werden sollte oder ist oder für die Artillerie genutzt werden sollte, das ist nicht klar. Ja, Leute, jetzt müssen wir uns halt ein bisschen hier durch das Unterholz kämpfen, um diese Bunker auch wirklich finden zu können.
Und wir bewegen uns jetzt gerade Richtung des Bunkers Nilpferd, nennt er sich. Und dann schauen wir uns den einfach mal an. Ja, und jetzt stehen wir hier vor dem Bunker Nilpferd. Da oben habt ihr den Schriftzug mit so kleinen Steinchen, kleinen Kieselsteinen. Und ja, hier geht es jetzt praktisch rein. Er ist komplett anders aufgebaut, meine ich. Ist jetzt hier schon überdeckt und schließt sich hier wunderschön in dem Grabensystem an. Also die Bunker sind hier richtig eingebaut in das Grabensystem. Und hier können wir das einfach nochmal erkennen. Hier geht es her, hinten oben. Hier geht es weiter. Dann dadurch. Ja, es ist auf jeden Fall Wasser drin. Wir gehen erstmal oben gucken. Wird man wahrscheinlich hier direkt wieder rauskommen. Ja, und man hat hier da unten an der Seite auch noch solche Bleche. Jetzt gehen wir hier in den Graben rein. Also ich befinde mich jetzt in den Graben und ihr seht das jetzt. Der ist natürlich nicht mehr so hoch. Hier ist ja einfach schon so viel Erde, Laub und andere natürlichen Sachen reingefallen. Aber der war natürlich deutlich höher, weil man sieht es hier an dem Eingang. Die sind ja hier auch nicht reingekrochen. Und der ist jetzt hier aber komplett mit Wasser voll. Und was ich gerade eben sagen wollte, hier an der Seite sieht man auch noch, hier hat man solche, ja, sieht fast aus wie von der Autobahn, solche Schutzbleche, Alubleche reingesetzt, aber einfach um das Erdreich abzuhalten. Ja, ihr könnt jetzt im Prinzip sehen oder auch nicht, weil ich jetzt keine Taschenlampe anhabe. So, aber jetzt, ja, es ist halt extrem mit Wasser voll, bestimmt locker 40 cm. Und da geht's praktisch rein. Da, wo ich gerade mit der Taschenlampe hinleuchte, würde es jetzt reingehen. Aber hier würden auch Gummistiefel jetzt nicht helfen, sondern wir bräuchten eine Warthose. Aber für diese Unternehmung hier jetzt eine Warthose mitzuschleppen, ist schon extrem anstrengend. Ja, ist aber nicht schlimm. Ich denke mal, wir werden noch in den einen oder anderen Bunker reinkommen. Und hier habt ihr nochmal den Namen. Also hier praktisch mit so einer Art, ja, kleine Kieselsteine hat man jetzt hier den Namen eingesetzt. Ja, wirklich sehr interessant, das ganze Gebiet. Ja, mal schauen, ob wir jetzt so einfach dann die nächsten Bunker finden. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Und Melanie kämpft sich hier mal durch den Schützengraben. Ich gehe jetzt hier oben her. Ja, was auch ganz interessant nochmal zu erwähnen ist, zu dem Gebiet, dass hier im Prinzip im Februar 1916 auch der Angriff mit auf Verdun eine Rolle gespielt hat. Also man hat hier einen deutschen Angriff gegen die Franzosen geführt und hier war ein französischer Colonel D'Iron hieß der, glaube, mit 2 Jägerbataillonen stationiert auf französischer Seite und ja, wurde letztendlich dann von den Deutschen aufgerieben. Da gibt es auch noch eine Gedenkstätte dazu. Der war da sehr verehrt und deshalb ist dieses Gebiet auch vor 1918 noch sehr, sehr interessant, weil halt hier wirklich sehr viel passiert ist. Und ja, wir versuchen jetzt einfach hier mal den Schützengraben weiter zu folgen. Weise hat man wie hier
Sieht man wunderschön. Noch so Granatrichter da hinten auch, die sich hier mit Wasser gefüllt haben. Und wir müssen jetzt hier irgendwo gleich den nächsten Bunker finden. Hier sind überall Granatrichter. Also kann man auch daran erkennen, dass diese Stellung hier ordentlich belegt wurde. Wie gesagt, die Betonbunker sind halt 1918 erbaut worden, alle, weil man einfach versucht hat, hier einen neuen Abwehrriegel zu erstellen. Oh, hier haben wir noch, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müsst ihr es erkennen können. Richtig original Stacheldraht. Also das ist wirklich, hier habt ihr noch den Eisenpin. Hier, also jetzt müssen wir wirklich tierisch aufpassen. Das könnte dann schief gehen. Gerade wenn man jetzt in diese Gräben einsteigen will und dann bleibt man jetzt hier hängen. Das ist natürlich, wird grausam werden. Ja, so wie es aussieht, haben wir den nächsten Bunker auch gefunden. Wir haben jetzt einige Bombentrichter, Granattrichter passiert. Und so wie es aussieht, ist der auch wieder oberirdisch. Also nicht mit dem Boden praktisch abgeschlossen. Oh, das ist was anderes. Das sieht irgendwie komisch aus. Wir haben ja auch hier so merkwürdige Steine auch. Ja, schauen wir einfach mal. Also wenn, scheinen die sich ja schon ganz schön äußerlich zu unterscheiden auch, ne? Aha. Aber ich glaube, das ist was anderes. Hier ist noch so ein Rohr. Stahlumwandlung. Stahlpinne. Hier konnte man reingehen. Und hier sieht man auch überall die Bombentrichter, Granattrichter. Ja, wir gehen erstmal eben rum. Und zwar müsste der ja dann auch einen Tiernamen bekommen haben. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nee. Er hat auch keinen Tiernamen. Also ist es was anderes. Also ich habe nochmal eben nachgeprüft. Wir sind richtig. Und zwar ist das auch ein Bunker von den Deutschen. Die französischen, die sind auf der anderen Seite. Hinter dem Habicht-Bunker, wo wir gewesen sind. Der hat einfach keinen Namen bekommen. Das ist eigentlich schon der Hintergrund. Und dann gucken wir eben mal rein. Okay, dann gehen wir mal eben hier in den Eingang rein. Ja, interessant sind hier, ja, das ist im Prinzip hier, da hat man wahrscheinlich eine Form genommen und den Beton praktisch halt drüber gegossen, ne? So wie das hier aussieht. Also es sieht für mich einfach jetzt aus wie eine Mannschaftsunterkunft. Oder ja, Munitionslager kann es nicht sein, das ist ja dann direkt an der Front irgendwo. Es wird vermutlich eine Mannschaftsunterkunft sein. Hier oben ist halt auch irgendwie die Metallplatte noch zu sehen. Da die Mauer, die Mauer war auch schon die ganze Zeit. Ja, und dann hier hinten eine Struktur entdeckt. Dann gucken wir uns einfach mal an. Ja, jetzt haben wir hier noch so ein Haus gefunden, ein betoniertes. Das wird kein Bunker jetzt in der Form gewesen sein. Hier ist der Eingang. Oben ist schon alles weg. Also man sieht halt,
Auch das war irgendwie mit Sicherheit in das Grabensystem eingebunden, damit man nach oben hin gar nicht so viel erkennt. Also ich vermute mal, dass das hier, man sieht da zwar noch die Stahlträger, vielleicht war noch eine Etage drüber, aber die Steine, die jetzt hier so liegen, weisen eigentlich nicht drauf hin. Es kann sein, dass das hier schon nur noch ein Dach drauf hatte. Und hier ist ja natürlich jetzt etliches Material schon drauf gekommen. Das ging hier viel tiefer rein. Hier sieht man es auch noch mal. Wir haben hier auf dem Weg auch noch so, ja, Emaille gefunden. So einen Emaille-Topf. Und auch alte Glasflaschen. Also man findet wirklich noch viele Relikte der Soldaten. So, das Gebiet wieder ein bisschen krimineller. Wir müssen jetzt hier so einen umgefallenen Baum passieren. Das ist schon irgendwie krass, sich hier so durchzubewegen. Wenn man weiß, was hier passiert ist. Und der ist jetzt zum Beispiel wieder ähnlich wie das Nilpferd. Wir gehen mal hin. Und zwar der Bunga Mammut. Und das ist hier ganz interessant, weil hier kommen wir zum nächsten Aspekt, der nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Auch hier habt ihr jetzt erstmal wieder schön das mit diesem Kieselstein. Und hier habt ihr jetzt zum ersten Mal die Jahresangabe 1918. Und hier ist Min KDO. So, und da gibt es halt zwei Vermutungen, was das sein könnte. Einmal könnten damit die Mineure gemeint sein, also im Prinzip die Soldaten oder die Leute, die abgestellt wurden, um zum Beispiel solche Tunnel und sowas zu graben. Das hat man auch früher gemacht, das Unterminieren in eine feindliche Stellung, auch im Ersten Weltkrieg sehr oft, um dann halt irgendwo unter der feindlichen Stellung praktisch eine Menge Sprengstoff zu zünden, damit man dadurch praktisch in das Feindesgebiet dann durchmarschieren kann und da im Prinzip den Feind zu stören und das Gebiet halt einzunehmen. Ja, also entweder ist es das, die Mineure, oder das könnte auch ein Hinweis sein auf irgendein Minenwerferkommando, dass man hier praktisch Minenwerfer hat positionieren wollen. Und das weiß man nicht genau. Auch hier noch wieder irgendein alter Kanister. Das könnte auch irgendwie noch aus der Zeit sein. Ja. Nächster Bunker. Es fängt auch echt schon ein bisschen an zu stürmen. Da vorne könnt ihr den schon erkennen. Das sieht mal krass aus, alleine wie der überwachsen ist mit dem Moos. Jo. Willkommen zum Bunga Hai 1. 1918 Min KDO. Krass. Und der ist jetzt so ein bisschen wie der Habicht gemacht. Nur dass hier auf der Seite jetzt nicht so eine Treppe nach oben ist. Und wir können rein. Im Gegensatz zu den letzten Bunkern. Also, die sind schon alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Jo, dann gehen wir mal rein. Ja, auch hier seht ihr, hier ist irgendwie schon ein bisschen was passiert. Hier unten ist auch wieder wie so eine Nische. So. Hier ist das Dach aber noch relativ intakt. Hier ist auch irgendwie so eine Art Belüftungsrohr nach oben. Ja, und hier
Ja, ist im Prinzip der Aufenthaltsraum. So mehr oder weniger. Hier noch alte, ja, keine Ahnung. Das wird man auch wieder benutzt haben, um eigentlich eher für den Graben, für das Grabensystem, um das entsprechend zu sichern, damit es nicht einfällt. Und hier seht ihr sogar noch Hölzer, also die Wandverkleidung. Und hier ist komischerweise auch irgendwie, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Scheinbar war das mal hier so eine Art Sichtluke, die man hier bewegen konnte, hin und her. Ich weiß es nicht, da müsste auf der anderen Seite ja ein Loch sein. Oder hier war irgendwas arretiert, aber wir gucken mal eben von der anderen Seite. Nee, oder doch? Ah, das ist für die Verteidigung gedacht. Hier wird mit Sicherheit ein Maschinengewehr installiert gewesen sein, was im Prinzip hier den Eingangsbereich deckt, falls die überrannt worden wären in diesem System. Dann hätten sie hier, vorhin haben wir ja gesehen, dass hier auch eine Stahltür drin gewesen ist. Das sieht man jetzt hier leider nicht mehr. Und ja, dann konnten sie hier noch die Innenverteidigung durchführen. Ja, und hier sind irgendwelche Haken. Tja. Wir haben uns jetzt eben hier durchgekämpft. Da kommt Melanie gerade. Von da hinten sind wir gekommen. Oh. Also praktisch genau was am schlechtesten ist von hinten. Und jetzt so durch Zufall den Büffel 1 gefunden. Hier auch noch richtig schön erhalten. Ist genauso aufgebaut wie der Hai 1. Und ich komme hier gar nicht weiter. Ich bin hier gefangen. Und hier habt ihr auch über den zweiten Eingang den Schriftzug nochmal stehen. Büffel 2, 1918, Minen KDO. Ja, hier geht's rein. Es ist halt genauso aufgebaut. Da habt ihr wieder die Schießscharte. Oh, hier können wir gar nicht so gut rein. Hier sieht man auch, da ist wahrscheinlich so eine Art Zickerbecken gewesen. Und mal gucken, kommen wir hier rein. Jo. Der ist noch sehr gut erhalten, im Gegensatz zu den anderen. Ja, da hat man sogar noch eine zweite. Aha. Also doch ein paar kleine Nuancen, die unterschiedlich sind. Im Hai 1 hatten wir nur eine Luke, hier haben wir zwei. Hier ist das komplette Blechdach noch drin. Ja, und hier liegt praktisch noch der Rest von der Holzvertäfelung hier. Ja. Wo gehen wir denn am besten raus? Ich glaube, wir gehen wieder hier raus. Er ist schon fast vorbei gewesen, weil ich schon wieder einen falschen Weg eingeschlagen habe. Und Melanie hat uns wieder auf den Weg zurückgeführt und den nächsten Bunker gefunden. Alles voll Wasser. Ja, passt ja zum Bunker-Walfisch, oder? Ja, mal gucken, ob wir noch den Schriftzug einfangen können. Ja, Melanie ist hier unten, hat sich durchgekämpft und der hat auch wieder eine andere Bauform. Der ist so leicht abgerundet. Und hier hat man im Prinzip die Bezeichnung von dem Bunker in der Mitte angebracht. Und hat jetzt hier wieder zwei separate Zugänge. Aber wie gesagt, da können wir leider nicht rein. Denn hier ist alles voll Wasser. Hier unten sind auch nochmal jeweils an der Seite so Betonsockel angebracht. Also es ist keine gleiche Bauart, wie man jetzt praktisch im Zweiten Weltkrieg so diese Regelbauten hatte.
sondern es sind halt so verschiedene Bunker-Typen, nenne ich sie jetzt mal, die man hier gebaut hat. Alter Schwede, und es ist hier am Regnen noch ein nöcher. Die Technik jetzt erst gleich mal wieder einpacken. So Leute, jetzt bewegen wir uns auf den letzten Bunker zu. Wir haben tatsächlich alle Bunker dieser Linie gefunden. Und der letzte Bunker mit dem Tiernamen von 1918 in einer extra erbauten Stellung ist das Krokodil. Das Krokodil fehlt uns jetzt noch aus. Das Ganze hat auch ein bisschen was von der Schnitzeljagd, indem man sich immer weiter dieser Linie genähert hat und Stück für Stück die einzelnen Objekte gefunden hat. Wie gesagt, einmal gab es ein großes Problem, aber Melanie hat uns auf den richtigen Pfad zurückgeführt, so dass wir alle finden konnten. Oh, er ist trocken, Schatz, wir können uns unterstellen. Das Krokodil ist genauso aufgebaut wie der Walfisch, nur ohne Wasser. Das ist sehr gut. Wir werden uns, glaube ich, jetzt hier erstmal einen Moment unterstellen und etwas verpflegen. So hatte der Bunker zumindest für uns hier noch einen Sinn gehabt. Und jetzt sitzen wir hier im Krokodil und stellen uns etwas unter, weil der Regen ja dann doch schon richtig krass ist. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das damals halt ein permanenter Zustand für die Soldaten gewesen ist. Klar, die hatten hier ein paar Bunker, aber ich glaube, der Regen war dann das kleinste Problem an der ganzen Geschichte. Dann kann man das vielleicht aber auch wirklich nur ein kleines Stück weit nachvollziehen, was hier abgegangen ist. Und das sind im Prinzip die letzten Reste, die man jetzt hier sieht, um das Ganze halt irgendwie noch in Erinnerung zu behalten. Wir werden jetzt gleich noch uns einen Stollen anschauen, der jetzt hier noch mit angeschlossen ist. Für was der jetzt genau gewesen ist, entzieht sich jetzt auch unserer Kenntnis. Vermutlich auch als Unterstand oder Material, Munitionslager vielleicht hier in dem Bereich. Das kann alles Mögliche sein. Dann schauen wir gleich nochmal, ob wir das finden. Und dann werden wir wieder Richtung Ausgangspunkt gehen. Und da werden wir uns dann vielleicht nochmal entscheiden, ob wir uns noch ein paar französische Bunker auf der gegenüberliegenden Seite anschauen. Oder ob wir das dann nicht mehr schaffen. Aber wir versuchen es. Also bis gleich. Ja Leute, jetzt sind wir im Prinzip durch mit unserer Tour. Es war richtig mega interessant. Wir haben jetzt nicht nochmal angekündigt den Stollen gefunden, weil das Wetter einfach so extrem umgeschlagen hatte mit Regen und so weiter. Wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter gefahren. Und auch die französischen Bunker, das konnten wir einfach nicht mehr anschauen, weil wir waren so durch, trotz Regenjacken und so weiter. Das hat keinen Sinn mehr gemacht, das war nur eine Schlammschlacht. Aber es zeigt nun auch mal wieder, dass schon unsere verhältnismäßig kleinen Probleme Schwierigkeiten gebracht haben und man sich dann schon wenigstens ein bisschen reinversetzen konnte, was die Soldaten damals oder die Menschen da durchgemacht haben. Das ist ja nicht mal ein Bruchteil von dem Zustand, was da passiert ist. Und es war mega interessant. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch ebenfalls gefallen, was wir so gefunden haben und euch zeigen konnten. Wir werden versuchen, mal vielleicht das eine oder andere extra Bildmaterial mit in das Video reinzupacken. Das habt ihr dann sicherlich jetzt hier gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Tour. Macht's gut!